はじめまして、私は加藤です。日本語上手ですね。日本語上手。日本語上手ですね. Das ist eine Floskel, die ihr tausendmal hört, wenn ihr Japanisch lernt. 日本語上手ですね. Dein Japanisch ist klasse. Meistens fühlt man sich auch ein bisschen veräppelt, weil man da auch eigentlich nur den simpelsten Satz gesagt hat, wie zum Beispiel Watashi no namae wa Kato desu. Mein Name ist Kato. Allein dafür heißt es dann gleich Nihongo jouzu desu ne. Danke. Daher fühlt man sich leicht veräppelt, aber in der Regel ist es so, dass die Japaner das auch wirklich nicht böse meinen, sondern bei den Japanern ist es so, dass nur die Hürde extrem niedrig ist. Japan ist eine relativ homogene Gesellschaft, daher erwarten viele gar nicht, dass nicht japanisch aussehende Leute fließend Japanisch sprechen oder überhaupt Japanisch sprechen. Auch wenn das immer häufiger vorkommt. Es gibt wirklich viele Leute, die Japanisch lernen und Japanisch lernen wollen. Hier ein paar praktische Antworten. Arigatou gozaimasu. Vielen Dank. Da bedankt man sich und das Thema ist gegessen. Egal wie man sich fühlt. Aber das wäre viel zu simpel. Wenn man zeigen möchte, dass man viel besser Japanisch kann, als die andere Person denkt, ie. Am besten noch mit dieser Handbewegung. Nein, ach, Sie sagen es so, aber mein Japanisch ist bei weitem nicht so gut. Sonna koto arimasen. So ist es nicht. Auch die Handbewegung ist sehr wichtig. Das wirkt sehr japanisch. Yokatta desu. Das ist toll. Kurz und knapp. Hajimete iwaremashita. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Auch wenn man es überhaupt nicht denkt, sagt man damit auch, okay, Dankeschön. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Es freut mich, dass du das zum ersten Mal zu mir sagst. Und weiter. Dato iin desu kedo. Dato iin desu kedo. Das ist auch so ein Kennerspruch, heißt so viel wie, ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Damit sagt man einfach, mein Japanisch lange nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Und wenn man ein bisschen kontern möchte, kann man auch sagen, ie, anata no hou ga jouzu desu yo. Nein, dein Japanisch ist noch besser. Oder etwas direkter und gröber. Omae no Nihongo mo waruku nai na. Ja, dein Japanisch ist auch nicht übel. Auf sehr grobe Art. Okay, das sollte man vielleicht lassen. Wenn man einigermaßen besser geworden ist, kommt nicht nur Nihongo jouzu desu ne, sondern auch noch Mo Nihon wa nagai no desu ka? Sind Sie schon lange in Japan? Das würde bedeuten, das ist schon sehr gutes Japanisch. Die Person muss schon sehr lange in Japan sein. Damit ist man offensichtlich beeindruckt. Ich hätte noch einen Tipp für euch, wenn ihr zum Beispiel in einen Laden geht. Es könnte sein, vor allem außerhalb von Großstädten, dass die Angestellten denken, kann die Person überhaupt Japanisch? Was mache ich nun, wenn sie nur Englisch spricht? Um diese Unsicherheit zu beseitigen, startet ihr einfach das Gespräch mit eto. Das heißt so viel wie, ja. Dann denken viele, dass ihr gut Japanisch könnt. Und außerdem noch was, Nihongo jouzu desu ne, finden manche überhaupt nicht gut, aber die Erfahrung mache ich auch sehr oft in Deutschland. Ich weiß auch nicht, wie viel tausendmal ich schon gehört habe, dass ich gut Deutsch kann. Ich antworte gern mit, ja, Sie ja auch. Nihongo jouzu sein ist ziemlich einfach, oder?